so mache wie meine Tochter, in 3 Minuten möglichst viele Wörter rüberbringen ohne Inhalt. Das lasse ich mal, sonst bluten gleich allen hier die Ohren. Und dann, und worum geht es genau? Gut, ich wollte ein bisschen erzählen, interdisziplinäre Forschung. Und zwar habe ich mit meinem Kollegen Herrn Niebrecht und Lukas Bergmann zusammen haben wir ein Projekt hier durchgeführt und wollte erzählen, wie sind wir dazu gekommen. Und die Motivation war, wir haben gerade schon die schönen bunten Kisten gesehen, im Hamburger Hafen werden unglaublich viele Container umgeschlagen. Und ich sehe diverse Laptops, Smartphones, jeder kann an sich runtergucken, hat mindestens 5 Sachen an, die irgendwie mit so einem Container durch den Hamburger Hafen hingekommen sind. Links ein Luftbild von Hamburg und wenn wir uns die Hafenfläche angucken, die irgendwie am Warenumschlag, das sind nicht alles Container, aber beteiligt sind, das ist eine Riesenfläche in Hamburg, das heißt ein großer Teil von unserer Stadt und da wollten wir uns intensiver nochmal mit auseinandersetzen. Wir haben uns jetzt nicht mit den Containern selbst auseinandergesetzt, sondern mit dem Umschlag oder mit dem, was passiert. Welcher ist es? Und zwar das hier sind Containerkräne und die Container kommen mit dem Schiff, werden abgeladen und dann kommen die auf den LKW, eine Bahn, auf ein anderes Schiff. Die müssen zwischengelagert werden und es muss immer der richtige Container rausgepickt werden, damit er auch auf dem richtigen LKW auf der Bahn landet. Das heißt, was passiert? In diesen Zwischenlagern fahren diese Kräne sehr, sehr häufig hin und her, heben los, hoch, heben ab, lassen ab, lagern um. Und was uns interessiert hat, sind die Gründungen von diesen Kränen, nämlich diese Balken hier unten, auf denen die zigmal hin und her fahren. Herr Liebrecht macht den Massivbau, er lebt mit diesem Beton, hat schon zig von diesen Kranbahnen gemessen, unglaublich viel Erfahrung damit und ich habe mich mit dem Boden dort unten drunter auseinandergesetzt und heute ist der Fokus ein bisschen mehr auf dem, was in dem Beton drin ist. Hier ist die sogenannte Bewehrung. Stahlbeton ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Wir bauen Stahl in den Beton ein, um ihn fester und tragfähiger zu machen. Was passiert jetzt mit so einem Kran oder mit der Gründung eigentlich? Im Querschnitt sieht die ungefähr so aus. Das heißt, wir haben hier diesen Betonbalken, da drauf ist eine Schiene, ähnlich wie bei der Eisenbahn. Auf der fährt der Kran hin und her. Da gibt es dann unten drunter so ein paar Ausgleichsschichten, aber im Endeffekt liegt dieser Balken direkt auf dem Boden auf. Im Querschnitt einmal hier oben Boden- und Kranbahn und wenn jetzt der Kran dort drüber fährt, passiert Folgendes. Die ganze Last, das Gewicht von dem Container und dem Kran führt dazu, dass dort, wo das Rad ankommt, wir irgendwie große Lasten haben und der Balken fängt an, sich durchzubiegen. Jetzt fährt der Kran weiter, es ist keine Last mehr drauf, dann haben wir wieder den Zustand. Er fährt wieder rüber, dann haben wir wieder diesen Zustand. Und das Problem, was dort auftritt, das kennen Sie alle von den Ladekabeln. Wenn man die immer schön hin und her biegt, dann passiert was oben am Stecker? Die gehen langsam kaputt. Ich kenne es auch noch von ganz früher, meine Mutter ist Floristin, wir haben um diese Zeit immer dann Adventskränze gebastelt und irgendwelche Blumenstecke gemacht. Und wenn die Zange für den Blumendraht, mit dem man das festbindet, zu weit weg war, haben wir diesen Draht genommen, zigmal hin und her gebogen und irgendwann war der durch. Genau das Gleiche passiert ist mit der Bewehrung hier. Dort fährt immer wieder dieser Kran drüber, die Lasten, das kann doch gar nicht wahr sein, das spricht nicht raus. Damit haben wir uns viel beschäftigt, haben gerechnet und haben unsere Methoden mal zusammengeführt. Und wir gehen doch sehr unterschiedlich daran. Und dadurch, dass wir zusammen sprechen konnten, konnten wir hier diese Bewegungsmenge um 65% reduzieren. Also weniger als die Hälfte des Stahls, die dort drin ist, ist überhaupt notwendig. Und das Ganze ist in einem neuen Bemessungsverfahren resultiert, das wir dann auch in einer gemeinsamen Publikation jetzt Anfang des kommenden Jahres veröffentlichen.